erster Linie ist, glaube ich, mega wichtig, dass Menschen sich erstmal im Klaren werden, was möchte ich, was macht mir Spaß und was möchte ich nicht, was macht mich unglücklich. Und die Menschen sollten auch verstehen, dass sie das Recht haben, glücklich zu sein. Viele Leute glauben, man muss leiden, ob das beruflich oder privat ist, und das gehört dazu und manchmal muss man da durch. Ich glaube, das Hauptproblem auch mitunter ist, dass Menschen nicht alleine sein können und sich eben mit sich selber befassen können. Menschen lenken sich gerne ab. Kann man auch verstehen, es ist für viele Leute nicht einfach, alleine zu sein, aber alleine sein bedeutet nicht einsam sein. I'll keep my hand here on your back. I won't move it while you sleep. The shaking hours have settled down, 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 down. Take all the help that you need. Ich mache eine Sendung über Scheitern, weil ich selber oft genug gescheitert bin und mir sehr viele Leute gesagt haben, mach doch was mit YouTube. Mir hat nämlich ein Interviewformat gesagt, ich könnte nicht Interviews führen, ich könnte nicht moderieren. Und daraufhin hieß es, ja, mach doch selber was. Und dann dachte ich mir, ja, aber was? Schminktutorials gibt's genug. Was kann ich noch gut? Scheitern. Ja, und dann dachte ich mir, mache ich eine Sendung darüber, weil es mir immer mir ging es immer besser, wenn andere Leute zugegeben haben, dass sie auch mal auf die Fresse gefallen sind, weil das findet ja heutzutage nicht so wirklich statt. Also alle zeigen auf Instagram immer nur, was geil läuft, und man vergleicht sich dann mit den Leuten, und ich dachte mir, ja, vielleicht sollte man sich auch mal mit den Scheitergeschichten vergleichen. Wenn man so eine Anfrage bekommt, Mike, ich möchte mit dir über Scheitern sprechen. Ja. Was denkt man da als erstes? Ist man da erstmal persönlich so ein bisschen so wie, die will mit mir über Scheitern sprechen? Nö, gar nicht. Ich habe als erstes gedacht, cool, super geiles Thema, machen wir sofort. Geil. So, also es ist ja auch zurzeit so ein bisschen Hot Topic, ne? Scheitern. Also selbst in irgendwelchen krassen Business-Kreisen, wo ja eigentlich Schwäche zeigen super negativ behaftet ist. Ne? Oder Scheitern ist ja eigentlich dann auch ein Zeichen von Schwäche und von Versagen und so weiter. Aber es etabliert sich auch da jetzt, selbst in der Wirtschaft, dass es eigentlich Scheitern so der notwendige Schritt zum Erfolg ist. Ne? Also mittlerweile gibt es eigentlich fast schon die Theorie zu sagen, so krass wie möglich scheitern, und zwar so schnell wie möglich. Also wenn du anfängst, was zu machen, so schnell wie möglich erst 5-mal scheitern, denn dann kriegst du Feedback. Und dann weißt du, okay, das funktioniert nicht, und hier kann ich optimieren und so weiter und so fort. Wenn man erstmal 1,5 Jahre irgendwo sitzt und plant und macht und tut und so und dann so mit dem riesigen Ding kommt und dann halt so, naja, nicht so geil, dann ist es halt, dann ist die Lernkurve kleiner. Also ich lerne unglaublich viel bei den Gesprächen. Natürlich wiederholt sich auch viel, was dir aber nur zeigt, dass Scheitern normal ist und dass es immer wieder dieselben Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Kurs war einer derjenigen, der gesagt hat, hey, wenn es richtig scheiße läuft und du weißt nicht, was du machen sollst, dann denk dir einfach, es geht vorbei, und das ist ja auch so. Egal ob gute Zeiten oder schlechte Zeiten, wenn du immer dir bewusst bist, dass es vorbeigeht, dann kannst du damit auch besser umgehen. Hätte ich die letzten Jahre nicht so viel Scheiße gefressen, hätte ich Scheitern für Anfänger nicht gemacht. Die Sendung ist nur entstanden, weil ich dermaßen oft gescheitert bin und richtig am Sack war. Und das dauert halt eine Zeit. Das ist ja das Schlimme. Ich will auch Scheitern nicht romantisieren. Das ist ganz wichtig. Jeder denkt, das ist so schwierig, weil die meisten Menschen sagen, steh wieder auf, alles wird gut. Ja, ist so, aber ich möchte den Leuten auch den Raum geben zu sagen, es ist gerade scheiße. Und ja, manche Dinge laufen scheiße. Und ich möchte die darauf vorbereiten auch irgendwie. Aber ich will denen nicht nur sagen, es wird alles gut, weil es wird nicht alles gut. Es wird immer wieder, wird dir was passieren. Es geht nur darum, dass du lernst, damit umzugehen, vorbereitet zu sein oder es lockerer zu nehmen. So. Und das ist, glaube ich, das Schönste bei dem Projekt, dass ganz viele Leute halt eben sagen, diese Sendung hat mir geholfen, mein Ding zu machen. Und es machen jetzt schon ein paar Leute, also sie fühlen sich motivierter durch die Sendung. Und ich glaube, das ist krass. Also ich glaube, es ist wie wenn du Musik machst und Leute sagen, hey, deine Musik hat mir geholfen. Und ich kann halt jemandem helfen. Das ist das erste Mal, dass ich etwas Nachhaltiges mache und Menschen helfen kann.
Ja, hier in Torfkirchen bin ich aufgewachsen, das ist ein Vorort von München. Kleines Kontrastprogramm zu dem, was man eigentlich sich so unter München vorstellt. Wir sind an der Autobahn aufgewachsen. Aber meine Mama, Doktor der Philosophie, hat natürlich versucht, das Beste draus zu machen, hat mir immer gesagt, Maggie, stell dir einfach vor, es ist das Meeresrauschen. Also ich weiß, dass ich als Kind normal sein wollte. Ich hatte ein krasses Bedürfnis danach, eine normale Familie und so zu haben, weil es bei den anderen so cool war und ich wollte es halt auch so haben. Aber das Wort normal spricht natürlich komplett gegen meinen Lebensstil, den ich führe. Der ist nämlich überhaupt nicht normal. Manchmal nervt es halt, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Man fühlt sich halt außen vor, wenn man nicht normal ist. Ich glaube, das ist das Ding. Aber dieses Wort normal ist eigentlich ein Scheißwort. Das ist eigentlich richtig bescheuert. Aber es sorgt halt dafür, dass man sich ausgegrenzt fühlt, obwohl es gar nicht sein muss. Weil was ist eben normal? Nichts ist normal. Ja, Meeresrauschen. Ich glaube, ich hatte ganz lange eine sehr, sehr falsche Vorstellung von Familie. Eine zu perfekte Vorstellung von Familie. Meine Familie war alles andere als perfekt so. Also angefangen, dass als ich klein war, wurde meine Mama geschlagen. Und das war aber nicht nur körperliche Gewalt, es war halt, was noch schlimmer ist, psychische Gewalt, die stattgefunden hat. Und dann natürlich alleinerziehende Mutter danach. Also meine Mutter hat sich dann getrennt. Mein leiblicher Vater hat mich dann auch noch vorher entführt. Für 6 Monate nach Amerika. Wenn das die Story ist, mit der du aufwächst, dein leiblicher Vater hat dich entführt. Danach hat deine Mutter ständig Angst, dass er es nochmal macht. Ich habe schon sehr früh gemerkt, dass es meiner Mutter nicht gut geht. Ich glaube, das, was meine Mama durchgemacht hat, mir wird es nicht passieren. Mir wird das definitiv nicht passieren, weil sie leider es mir vorgemacht hat, wie es nicht sein sollte. Und ich weiß halt jetzt, wie es sein sollte. Und deswegen bin ich wahrscheinlich ein bisschen picky. Deswegen habe ich vielleicht nicht so viele Beziehungen, weil ich halt dann schon richtig haben will. Und genau. Meine Oma und meine Mutter haben sehr viele Opfer gebracht und ich kann jetzt mein Leben so leben, dank ihnen auch. Ich sehe es auch ehrlich gesagt als meine Verpflichtung und meine Aufgabe, ein glückliches Leben zu führen und das hoffentlich auch weitergeben zu können, weil die so viel Scheiße durchgemacht haben und sie hätten es nicht verdient. Aber ich glaube, das ist leider Teil der Geschichte, Teil der Gesellschaft, dass Dinge sich halt einfach nur sehr langsam und stückchenweise verändern. Und bis vor kurzem mussten Frauen noch ihre Männer fragen, ob sie arbeiten dürfen. Das ist gar nicht so lange her. Von daher glaube ich auch als Rolle der Frau fühle ich mich auch sehr verpflichtet mittlerweile, da mich einzusetzen und einzustehen, dass gerade Frauen halt ihr Ding machen können. So. Mich hat lange Zeit unfrei gemacht, was andere Leute von mir denken. Und ich glaube, das ist ein Problem, das jeder kennt. Sei es bei der Berufswahl oder bei Dingen, die man gerne macht. Man fragt sich immer, was denken die anderen oder was sagt meine Mutter dazu. Ich glaube, Eltern spielen da auch nochmal eine große Rolle. Ich glaube, das hat mich sehr unfrei gemacht. Aber das ist Gott sei Dank nicht mehr so. Ich glaube, dass Ego ein absoluter Killer ist. Gleichzeitig aber braucht man Selbstvertrauen und braucht man Selbstbewusstsein. Und
was ich jetzt im letzten Jahr gemerkt habe, wenn du nicht an dich glaubst, dann wird auch kein anderer an dich glauben. Und ich dachte immer, es wird irgendwann mal jemand kommen und sagen, hey, ich glaube an dich und lass uns was machen. Und das reicht nicht. Also du musst die erste Person sein, die sagt, ich kann das, ich möchte das. Ist nicht jeden Tag so. Ich wache nicht jeden Tag auf und denke, ich bin der Größte, um Gottes Willen. Aber ich traue mir Dinge zu. Und ich glaube, das sollten Menschen tun. Behandle dich selber wie einen guten Freund. Rede mit dir selber wie mit einem guten Freund, weil ich glaube, wir sind uns manchmal gar nicht bewusst, wie negativ unsere Gedankenwelt ist, unser Gedankengut. Also wir hören ja manchmal gar nicht so auf die Stimmen. Ich nenne es jetzt mal Stimmen. Wir führen ja irgendwo auch Selbstgespräche. Und wir würden nie zu einem Freund sagen, gib auf, lass es, das kannst du nicht, du bist scheiße. Aber wir neigen schon dazu, zu uns selber mal zu sagen, gib auf. Und das würden wir einem Freund nicht sagen. Und deswegen glaube ich, ist das der beste Rat, den man sich geben kann, um mit sich selber ein bisschen im Reinen zu sein. Behandle dich wie einen guten Freund. Ich würde sehr gerne dafür sorgen, dass Menschen nicht mehr so in Schubladen denken. Damit tun sie sich selber auch einen Gefallen, nicht nur dem Gegenüber. Gegenseitig mehr Hilfestellung und nicht so viel Neid. Ja, ich glaube einfach mehr Miteinander. Ohne Kumbaya hippie-mäßig singen zu müssen, das ist das Letzte, was ich will. Aber ich glaube schon, dass ein gutes Miteinander eine schöne Vision wäre. Und ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Menschen das tun, worauf sie Bock haben, weil das wiederum dazu führen wird, dass ein besseres Miteinander entsteht. Glaube ich ganz fest dran. As you look through seasons that have come and gone, and you wonder how we even made it this far. Also Naivität ist das A und O. Ich glaube, deswegen bin ich so glücklich, deswegen sage ich ja immer, es ist nicht mutig, was ich gemacht habe, ich war einfach nur naiv und dumm. Aber es ist doch geil. Also das muss man sich unbedingt beibehalten. Es ist, wieso sollte man denn nicht naiv sein? Was hat denn dann das Leben für einen fucking Sinn, so, wenn ich alles so realistisch immer betrachte oder keine Ahnung. Ich glaube, man muss träumen. Sonst macht es keinen Spaß. Remember this time. Will you remember this time?